Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Beginner's Guide. Wir waren gerade in einem wieder mal seltsamen Raum. Ich glaube, jeder Raum hier ist seltsam. Und wir gehen jetzt nach unten. Ist das Glas? Okay, das ist eine Glasabsperrung hier. Mal sehen, was uns hier jetzt erwarten wird. Ach, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Wie slide ich da? Ich schau ganz kurz, was hier ist. Wieder die 3 Punkte. Die hatten wir schon mal. Ich möchte mich immer ein bisschen umsehen, weil ich es einfach cool finde, dass manchmal wirklich dann Kommentare dazu kommen, wenn man etwas abseits des Weges ist. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Das dürfte nicht allzu schwer werden. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise, I'll share with you my interpretation very shortly. Okay. Ich schau mal kurz aus dem Fenster. Der Himmel. Okay. Und da oben ist auch der Himmel. Gut. Ich folge mal diesem Gang. Und wie er bereits erwähnt hat, es ist immer alles relativ eckig und lange Gänge und Korridore, was dann mit der Source Engine recht leicht umzusetzen ist. Hören, hören, hören. Hallo? Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Okay, ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Ja, da schwebten diese farbigen Klötze herum. Ich sag mal das mit dem Gefängnis. Das ist die Welt da oben. Du warst wirklich dort. Jetzt etwas Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen? Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden, schließlich kennen wir uns noch gar nicht. Ich sag mal, soll ich ehrlich sein? Ich komme mir gerade vor wie vor Gericht bei den dreien. Stehe ich unter Eid? Ich hoffe nicht. Ich sag mal 3. Was? Du verstehst nicht. Wir stecken hier fest. Das Rätsel ist unser einziger Ausweg, aber wir müssen es lösen. Das meint ihr, aber glaubt mir, das möchtet ihr nicht wirklich. Lasst es mich euch beschreiben. Ich werde euch sagen, was euch da drüben erwartet. Na gut, ich verrate euch die Lösung. Ich sag mal 2. Nein, das reicht nicht. Ich muss wirklich dort sein. Es reicht nicht, wenn ich davon höre. Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Du hast keine Augen. Ich muss aus diesem Gefängnis entkommen. Es muss ein Ende geben. Muss es das? Das Thema hatten wir ja bereits mit Ende in einem Spiel. Okay, ich hoffe, die sind jetzt nicht sauer. Kann ich euch nochmal anquatschen? Da oben sind Bücher. Okay. Das ist ein Ofen, glaube ich. Nun gut. Leute, ihr werdet schon rauskommen. Ich bin zuversichtlich. Die kenne ich ja. Hallo, wie bist du hergekommen? Musstest du ein Rätsel lösen? Ach, jetzt habe ich nur noch 2 Optionen. Nein, ich bin schon die ganze Zeit hier, sage ich jetzt mal. Ich schlage vor, du siehst dir das Rätsel selbst vor Ort an. Es geht nicht um eine Lösung, sondern einfach darum, in dem schwarzen Bereich in der Mitte zu sitzen. Okay. Warum sollte... Nein, ich frage mal, wer er ist. Wer bist du? Häng einfach ein bisschen in dem schwarzen Bereich ab. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich daran. Irgendwann. Schwarzer Bereich? Welcher schwarze Bereich? Der hier? Wo komme ich jetzt hin? And so we make one last descent down to the final floor of the level. Okay. Und wieder ein langer Korridor. Ist das der schwarze Bereich?
Soll ich hier bleiben? Ich gehe mal raus. Irgendein Vorhof. Und eine einzelne Laterne. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Ich versuche gerade, ob irgendwo eine Tür aufgeht. Aber nee. Okay, ich bin bereit. April 2009. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Beim Herumlaufen kannst du Notizen hinterlassen. Alle Notizen, die du siehst, wurden von anderen Spielern hinterlassen. Okay. Ist das so ähnlich wie bei Dark Souls? Hallo. Wie lese ich dich? Ich habe keine Ahnung, wie ich dich benutze. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Wie viele das sind? Plausibel. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Ich werde jetzt trotzdem so ziemlich alle anschauen. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Okay. Da steht so viel Quatsch. Kann nicht schreiben, ja. Okay, ich glaube, hier habe ich mir jetzt alle angesehen. Wie komme ich denn da rüber? Oh, da unten sind auch noch einige. Ich folge einfach mal dem Weg. Was zum Teufel ist das hier? Das frage ich mich auch. Langweilig. Ja, geht so. Ich kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass es hier an diesem Ort irgendwo eine Eichel gibt und Seeleute danach suchen. Ich glaube dir aufs Wort. Hey Leute, wer hat Lust zum Quatschen? Nicht mit dir, du bist mir unsympathisch. Ich weigere mich zu glauben. Was zu glauben? Hinterm Popo-Arsch. Ah, okay. Ich muss aufs Klo. Bitte erkenn mich doch. Es ist echt irgendwie deprimierend. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich real ist, was hier jetzt gerade zu sehen ist. Ob dieser Coder wirklich dieses Spiel so geschaffen hat. Ignoriere mich einfach. Das kann ich nicht, du bist mir wichtig.
Kostenloses T-Shirt. Yay! Muss hier raus. Warum Tür zu? Wie geht die Tür auf? Sesam, öffne dich. Mach dein Spiel mit einer Tür. Tür lässt sich nicht öffnen. Danke auch. Okay. Irgendwann werde ich die Person, die das hier fabriziert hat, kennenlernen. Ich helfe anderen, weil ich mich dadurch gut fühle. Neuer Raum. Yay! Hörst du das Läuten? Das treibt dich an, stimmt's? Ich will begehrt werden. Willkommen und herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich auch nicht. Kannst hier reingehen, glaube ich. Alter, lass gut sein. Ein Spiel, bei dem man Notizen hinterlässt und jeder zum Poeten wird. Mhm. Hier muss ich raus. Ich habe hier nichts geschrieben. Ich bin überzeugt. Wovon? Stopp, zurück! Wer weitergeht, wird elend enden. Ich glaub dir nicht. Gib mir die Hand, wir springen gemeinsam. Nein, geh weg. Blumenkohl prägt unsere Nation. Was ist das für ein Bild? Keine Ahnung. Muss ich die jetzt echt, also ich muss nicht, aber kann ich die echt alle lesen? Wohin du kommst, spielt keine Rolle. Sprich so nicht mit mir. Sehr gutes Spiel. Ich bin voll begeistert. Ich glaube, das führt zu nichts. Nächstes Mal mache ich es besser. Ich brauche jemanden zum Reden. Ja, du hast da lauter Kollegen. Das soll eine Notiz sein? Ignoriert die anderen Zettel. Oh Mann. Ich bin in Gefahr. Dann renn. Man hört leises Flüstern im Hintergrund. Heute habe ich gelernt, dass man nicht fallen kann. Kann man nicht? Tatsächlich, da ist eine unsichtbare Wand. Ethisch. Da ist jemand runtergelaufen und jetzt kommt er nicht mehr zurück. Moh. Teufelturmstern. Was? Was für ein Möchtegern-Spiel. Ihr seid ja so bescheiden. Hör auf, so zu tun, als wärst du jemand anders. Wer, ich? Wer seid ihr alle? Keine Ahnung, wer die sind. Das ist alles dieser Coder. Gut gemacht, ihr alle. Wer das hier gemacht hat, hat echte Probleme. Gemälde, was heißt das wohl? Tu nicht so, als ob. Oh Mann, das sind so viele. Kunst. Leute, was geht? Alles cool? Hilfe, ich versuche zu sprechen. Irgendwann streben wir alle. Spoiler Alert, das heißt alles nichts. Blumenkohl prägt, das hatten wir schon mal. Von hier oben sieht man nur kleine Punkte. Muss ich das wirklich vielleicht aus einer gewissen Perspektive betrachten? Nee, ich glaube nicht. Das ist einfach nur so da, damit man sich Gedanken drum macht. Das hatten wir auch schon. Ich glaube, die wiederholen sich jetzt nur noch. Irgendwann fühle ich mich vielleicht wie echt. Er war er selbst, das schrecklichste Wesen, das man sich vorstellen kann. So, hier bin ich. Ja, da sind wir alle. Es muss aber einen Grund geben. Sein schreckliches Geheimnis hat er gut gehütet. Ich habe das Spiel geschafft, glaubst du? Mehr Räume? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Wieder das Flüstern. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Okay. Oh mein Gott, bin schon eine Stunde hier, what the fuck, was jetzt? Hilfe! Hilfe! Das ist doch Quatsch, die zweite Tür geht nicht auf. Verdammt, wie löst man sowas? Programmierer, antworte endlich! Leute, ich zeige euch das, schaut. Because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together.
to grasp at that elusive bigger picture. Ist das der dunkle Bereich, von dem die oben gesprochen haben? Ich habe keine Ahnung. Ich warte mal kurz hier, das Flüstern. Ich versuche mal zu verstehen, was die sagen. Okay. Oh, noch einer. Ein Einzelner. Schreibmaschinen, okay. Wie schreibt man diese Notizen? Oh, hi. Und der Laternenpfosten. Bist du da? Bitte sag etwas. Irgendwas, ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mit mir, bitte. Warum fällt es dir so schwer zu sprechen? Sprich, 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 sprich. Sprich. Okay. Mai, Juni 2009. Auch Pornostars leben nicht ewig. Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Okay. Ich bin in einem Raum. Vor mir ein Fenster mit Gitter und draußen ist ein Brunnen. Regale, ein Schrank, ein Bild und da. Meint er das jetzt ernst? Ich soll hier warten oder soll ich schon weitergehen? Ich gehe mal weiter. Ist das eine Tür? Nee. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Okay. Ich finde die Idee aber geil. Man sieht draußen den Brunnen. Welche Möbel sollen in die Raummitte? Fernseher mit Surround Sound? Kühlschrank? Mache ein großes Loch in den Boden. Ich wäre mal für den Kühlschrank. Das ist kein Kühlschrank. Okay, was ist mit der Wand? Pferdebild, Waschmaschine, Öfen in einer Reihe an der Wand. Das mache ich mal. Das sind keine Öfen. Zum Auflockern ein Dachfenster, ein ganzes Panoramafenster an der Decke, damit etwas Licht reinkommt. 15er LED-Einbaustrahler mit fluoreszierendem Rand. Okay, wir stellen Tesla-Spulen in jede Ecke. Cool. Ich bin jetzt für die Tesla-Spulen. Hä? Wow. Wir haben einen Tisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine meiner Entscheidungen irgendwas bewirkt. Tisch wurde 1935 erfunden. Wer bist du? Von wo aus machst du das? Ich frag das mal. Hi. Es ist, glaube ich, komplett egal, was ich sage. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Ich komme mir vor wie bei Ikea gerade. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Heißt das, wir starten im Brunnen? Oh, hallo, bitte geh vorwärts. Okay. Mit dieser Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Folge den Anweisungen genau, vergiss keinen Schritt. Zuerst musst du auf diesen Tisch klicken. Muss ich echt? Was ist, wenn ich das nicht mache? Was ist, wenn ich hier klicke? Nee, da passiert nichts. Okay. Gut, jetzt geht's um Fotorahmen und drehen leicht nach rechts. Der hier? Jetzt schaltet die Stehlampe in diesem Raum aus und wieder ein. Jetzt geht's im linken Sofa, rücke es ein bisschen. Und
Und schließlich berühre noch die Regale. Was ist es? In einem echten Gefängnis ist der Fluchtweg nun frei. Geh zurück zum Anfang, um wieder zurück in dein Gefängnis gebracht zu werden. Ja klar, so kommt man in der Realität aus jedem Gefängnis raus. Zurück. Okay. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Ah. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this, to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop, that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Okay. Wir sind im Dunkeln und da vorne sehe ich Licht. Da vorne ist der Pfosten wieder. Ist das bereits das Ende? Und ich glaube, ist das eine Telefonzelle? Ist das die TARDIS? Nein, ich glaube nicht. Okay. Kann ich jetzt meinen letzten Anruf machen? Hallo? Wer ist das? Hey, ich bin's. Ich bin du nach der Flucht aus dem Gefängnis. Was? Du bist ich? Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen? Ja, ich war in dem Möbellabyrinth. Ja, ich war im Fluchtlehrgang. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Okay. Eigentlich habe ich schon fast vergessen, wie es war, eingesperrt zu sein. Ich sag mal 2. Warum? Gab es irgendwas, was dir daran gefallen hat? Hier ist es echt mies. Aber ist es nicht super, endlich draußen zu sein in Freiheit? Was? Das... Er ist ja noch... Ich sag das jetzt mal, was mich so verwirrt. Super? Das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Das Einzige, was mich antreibt. Super ist untertrieben. Okay. Bewahre dir diese Begeisterung einfach ein bisschen, verinnerliche sie. Moment, wenn du ich bist, hast du dann da drinnen einen Anruf von einer anderen Version von dir selbst bekommen? Nein, ich glaube, ich bin die erste Person, die zurückruft. Ja, ich wurde angerufen, so bin ich entkommen. Nein, ich wurde nicht angerufen, glaube ich. Kannst du mir dann sagen, wie man rauskommt? Vielleicht kann ich kommen und dich suchen. Was muss ich tun? Oh, jetzt kommt die Geschichte mit... Nee, um rauszukommen, muss er die Abfolge machen. Beginnend mit dem Tisch. Musst du mir sagen, wie du dich gerade fühlst? Was? So komme ich frei? Wie funktioniert das? Das kannst du nicht wissen, bevor du draußen bist, aber es funktioniert, ehrlich. Sag mir einfach, wie du dich fühlst. Das wird alles einen Sinn ergeben. Ich sag 3. Wird's natürlich wahrscheinlich gar nicht. Okay, ich fürchte mich davor, dass sich nichts ändern wird. Weiter, weiter, weiter. Ich sag mal weiter. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games.
After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Schon. August 2009. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Will ich das echt wissen? Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Und hier sieht's etwas winterlich aus. Also zieht euch warm an. Danke fürs Zusehen. Mein Name ist Tako. Macht's gut.